Dieses Video zeigt die Planung und den Aufbau der Oberleitung für das Modul Abstellung mit Betriebshof. Da das Video doch etwas länger ist, habe ich in den Balken unter dem Video Sprungmarken eingebaut und den Inhalt hier in einer Tabelle dargestellt. Nach einigen Vorbemerkungen zur Planung ist der Aufbau in 3 Bauabschnitte unterteilt. Bereits in Teil 1 der Videoreihe zur Planung des Moduls waren die Gleise unterschiedlich eingefärbt. Der Hintergrund war die Idee, den violett gefärbten Teil des Gleisbaubetriebs ohne Oberleitung zu gestalten. Da bei der Wartungshalle aufgrund der Rolltore ein Hereinführen der Oberleitung nicht möglich ist, sollen auch die Zufahrtsgleise hierzu sowie die Gleise neben dem Lokschuppen ohne Oberleitung verbleiben. Wichtig ist es noch zu erwähnen, dass die Oberleitung nur dekorativ und nicht für den Fahrbetrieb gedacht ist. Ich fahre nur mit vollständig oder teilweise abgesenkten Pantographen. Zunächst soll nun geklärt werden, wie die Oberleitung für die Abstellung aussehen kann. In der Modellbahnliteratur gibt es hierzu diverse Darstellungen, die auch das Original im Detail vorstellen. Hier werden auch die Besonderheiten der diversen Modellhersteller diskutiert. 2 Anbieter befinden sich hierbei immer wieder im Fokus: die Oberleitung von Viessmann sowie das Angebot von Sommerfeld, die deutliche Unterschiede aufweisen. Mein Fazit der Erörterungen ist, dass die Oberleitung von Viessmann etwas weniger detailgetreu und der Aufbau bei Sommerfeld etwas aufwendiger sein soll. Als fehlendes Detail werden bei Viessmann die hier gezeigten abgelenkten Seitenhalter erwähnt, die bei Strecken mit höherer Geschwindigkeit ab 100 Stundenkilometer eingesetzt werden. Da in meinem Abstellungsmodul maximal 40 Stundenkilometer zulässig sind, wäre dies aus meiner Sicht kein Auswahlkriterium. Wie sieht es mit den Kosten aus? Ich habe hierzu die Preise einiger von mir benötigter Bauteile sowohl auf der Seite der Hersteller als auch bei günstigen Internethändlern verglichen. Die Herstellerpreise sind bei Sommerfeld günstiger, dafür geben Internethändler für Viessmann-Produkte größere Rabatte. Im Mix der von mir benötigten Bauteile sind die Kosten in etwa vergleichbar. Ich habe mich letztlich für einen Mix der beiden Hersteller entschieden, je nachdem, für welchen Bauabschnitt meines Erachtens die besseren Bauteile im Angebot verfügbar sind. Dabei bedeutet besser nicht zwangsläufig detailgetreuer, sondern auch zeitsparend, also im Aufbau weniger aufwendig. Natürlich ist auch eine Mischung beider Systeme möglich, zum Beispiel könnte man die Seitenhalter von Sommerfeld auch auf den Masten von Viessmann einsetzen. Das war bei mir aufgrund der geringen Geschwindigkeit nicht notwendig, aber ich habe in einem Bereich Masten und Fahrdrähte gemixt und das Lötkonzept von Sommerfeld auch auf die Viessmann-Oberleitung angewandt. Da ich die Begriffe im Folgenden verwenden werde, hier eine kurze Erläuterung. Die von den Herstellern meist nur als Fahrdraht bezeichnete Oberleitung besteht aus 3 Komponenten: dem oben verlaufenden Tragseil, an dem über einen Hänger der Fahrdraht befestigt ist. Der unten liegende Fahrdraht wird entweder am Seitenhalter des Mastes oder bei Quertragwerken an einem Richtseil befestigt. Das Montageset von Viessmann war noch aus dem Aufbau der Oberleitung für das Modul Kleiningen vorhanden. Es wird nun ergänzt um einige Komponenten, die für den Aufbau der Sommerfeld-Oberleitung erforderlich sind. Bei den Abstellgleisen und der Schiebebühne habe ich mich für die Produkte von Sommerfeld entschieden. Hintergrund war das Angebot eines kompletten Sets für die Quertragwerke vor und hinter der Bühne. Dies ist zugegebenermaßen die aufwendigere Bastellösung, aber die Haarprofilmasten erschienen mir im Vergleich zu Quertragwerken mit hohen Abspannmasten deutlich passender zur Abstellung. Auf den aufwendigen Zusammenbau wird von Sommerfeld explizit hingewiesen. Eine ausführliche Beschreibung des Aufbaus habe ich bereits in einem separaten Video zusammengestellt. Hierbei sind knapp 100 Einzelteile zusammenzustecken und zu verlöten. Anders als bei der Viessmann-Oberleitung werden die Masten bei Sommerfeld unter der Platte verschraubt. Dies erfordert bei unter der Platte verbauten Dekodern und Platinen eine vorherige Prüfung der örtlichen Gegebenheiten. Die Querträger müssen auf die erforderliche Länge gekürzt werden. Die Verbindung der Teile erfolgt durch Löten. Für die Oberleitung auf dem Bühnenschlitten habe ich den Portalsatz von Märklin verwendet. Die Befestigung der Tragseile erfolgt mit Hilfe von Drahtresten und Isolatoren. Das Tragseil habe ich oberhalb der Isolatoren verlötet. Der Fahrdraht ist von unten in die vorhandene Nut geklebt. Weitere Details können dem bereits eingeblendeten Video entnommen werden. Die Kosten der Oberleitung für diesen Abschnitt liegen bei ca. 100 Euro.
Im Anschluss an das Quertragwerk hinter der Schiebebühne habe ich für die Abstellgleise ebenfalls Sommerfeld H-Profilmasten verwendet. Im unteren Bereich Masten mit einem Ausleger und im oberen Bereich Mittelmasten mit 2 Auslegern. Die Oberleitung der Abstellgleise wird an Masten hinter den Prellböcken abgespannt. Wie auch die Masten des Quertragwerks werden die H-Profile grün lackiert. Sommerfeld bietet hierzu eine passende Farbe an. Bei den Masten mit einem Ausleger werden die Seitenhalter zur Befestigung des Fahrdrahts etwas angepasst. So entsprechen sie dann der herstellerseitigen Ausprägung der Mittelmasten. Beginnend hinter der Schiebebühne wird der Fahrdraht Mast für Mast verlötet. Das von Sommerfeld empfohlene Lötöl ist dabei wirklich sehr hilfreich. Ich habe es im späteren Verlauf auch zum Löten der Viessmann-Fahrdrähte erfolgreich eingesetzt. Die überstehenden Enden der Seitenhalter werden nach dem Verlöten der Fahrdrähte entfernt. In der bereits zu Beginn eingeblendeten Aufbauanleitung empfiehlt Sommerfeld das Entfernen von Lötrückständen mit einem Lösungsmittel. Ich habe hierzu mit Aceton getränkte Wattestäbchen verwendet. Der Reinigungseffekt ist hier deutlich zu erkennen. Zum Abschluss wird der Fahrdraht mit der entsprechenden Sommerfeldfarbe grau angestrichen. Nun zur Abspannung der Fahrdrähte. Hinter einem Prellbock sowie auch bei der Zufahrt zur Wartungshalle ergibt sich die Möglichkeit, direkt an einem Mittelmast abzuspannen. Hierzu werden Isolatoren auf Tragseil und Fahrdraht geschoben. Für die übrigen 3 Abstellgleise wird ein Abspannmast verwendet. Die Fahrdrähte der unteren beiden Gleise werden dabei auf einen Mast geführt. Befestigt sind Tragseil und Fahrdraht dabei an Traversen hinter dem Mast. Sommerfeld bietet entsprechende Nachbildungen an, die allerdings nicht sehr stabil sind. Die erforderliche Biegung muss beim ersten Mal passen. Insofern empfiehlt es sich, zum Üben einige Teile mehr zu besorgen. Wenn man einmal die richtigen Biegelängen herausgefunden hat, ist es kein Problem mehr. Eventuell abgekratzte Farbe kann wieder ergänzt werden. Wie auch in der Aufbauanleitung beschrieben, ist das Durchfädeln der Drähte etwas friemelig. Um auf den richtigen Abstand der Drähte zu kommen, habe ich den letzten Hänger entfernt, der optisch auch nicht erforderlich ist. Hier nun zu sehen das Ergebnis der fertigen Abspannmasten. Damit ist der Abschnitt mit Sommerfeld-Bauteilen abgeschlossen. Offen ist an dieser Stelle noch der Kreuzungsbereich der Abstellgleise mit der Weichenstraße der Kehrschleife. Da Sommerfeld für diese problematische Stelle keine fertige Lösung anbietet, habe ich mich für das Fahrdrahtstück für Doppelkreuzungsweichen von Viessmann entschieden. Es ist in sich stabil und bildet die Geometrie der Doppelkreuzungsweichen exakt ab. Zur Verbindung gibt es einzelne Drahtstücke, die in das Kreuzungsweichensegment hineingeschoben werden können. Wenn die Längen passen, werden die Drähte umgebogen. Hier der Zusammenbau im Zeitraffer. Ich habe die Verbindungsstellen zusätzlich verlötet. Die fertig vorbereitete Oberleitung für die gesamte Weichenstraße wird nun an Masten verlötet. Befestigt an nur einem Mast ist die Stabilität bereits sehr hoch. Nach dem Verlöten aller Verbindungsstellen ist der Kreuzungsbereich fertiggestellt. Durch das Einschieben eines weißen Blatt Papiers werden die Verbindungen noch einmal sichtbar. In der Einfahrt sowie der Kehrschleife habe ich mich für Masten und Fahrdrähte von Viessmann entschieden. Aufgrund der Platzsituation verwende ich in der Einfahrt Rohrausleger über 2 Gleise und im Kurvenbereich Flachgittermasten, je nach Position mit kurzen, langen oder Doppelauslegern. Für die Abspannung der Weiche wird ein Abspannmast mit Radspannwerk verwendet. Um die maximale Seitenverschiebung in der Kurve möglichst einzuhalten, ist hier eine verkürzte Spannweite der Fahrdrähte und damit, wie auch in der Realität, eine erhöhte Zahl an Masten erforderlich. Die auch in der Realität häufig vorkommenden Doppelrohausleger waren der Grund der Entscheidung für die Viessmann-Produkte.
Hier gibt es komplett fertig aufgebaute Masten mit 2 Auslegern, von denen der äußere verschiebbar ist. Durch einfaches Ein- und Ausklipsen können sowohl lange als auch Doppelausleger eingesetzt werden. Bei allen Weichen der Kehrschleife habe ich Doppelausleger verwendet. Zur Erhöhung der Stabilität verklebe ich diese zusätzlich. Um die hohe Stabilität der Sommerfeld-Oberleitung auch in den Bereich mit Fissmann-Produkten zu erreichen, verlöte ich auch hier die Fahrdrähte an den Masten. Dazu müssen die beiden Kunststoffhülsen am Ende der Ausleger entfernt werden. Meist lässt sich dies bereits durch einfaches Abziehen mit dem Finger erreichen. Die Sockel bestehen bei Fissmann aus 2 ineinander gesteckten Teilen, von denen der untere in der Platte verschraubt wird. Die Abstandshalter mit Nuten für verschiedene Gleissysteme habe ich abgeklipst, da die Gleise bereits mit einer Schotterböschung versehen oder in den Untergrund eingelassen sind. Da ich kürzere als die von Fissmann mitgelieferten Schrauben mit einem etwas größeren Kopf verwende, muss der obere Teil etwas ausgefeilt werden, um ihn mühelos auf den Steckschuh schieben zu können. Auch hier werden die Mastsockel mit grauer Abtönfarbe behandelt. Bei den Rohrauslegern über 2 Gleise werden 2 Schrauben verwendet, bei den Flachgittermasten später nur eine Schraube. Für mein Empfinden ist die Sommerfeld-Variante mit der Verschraubung unter der Platte etwas stabiler. Durch das Verlöten erreicht man aber auch bei Fissmann eine hohe Stabilität. Unter Zuhilfenahme des Lötöls funktioniert das Verlöten einwandfrei. Auch für Modellbauszenen bietet die Oberleitung Ausgestaltungsmöglichkeiten. Der Turmtriebwagen der Baureihe 701 passt ebenfalls gut ins Bild. So sieht dann der fertig aufgebaute Mast aus, am vorderen Gleis der Weicheneinfahrt mit einem Doppelausleger. Für die Abspannung der bei Weichen hinzukommenden Oberleitung habe ich aus Platzgründen nicht überall eine Abspannung vorgenommen. Im gut sichtbaren Bereich hinter der Schiebebühne war aber Platz für ein Radspannwerk. In der Doppelkurve hinter der Lokhalle werden die Flachgittermasten verbaut und analog zu den Rohrauslegern verlötet. Dabei stehen die Masten in der Innen- und in der Außenkurve auf einer Linie, wodurch sich unterschiedliche Spannweiten des Fahrdrahtes ergeben. Durch die Anbindung an die Weichenstraße schließt sich der Kreis und es können noch einige Details ergänzt werden. An den Stellen, an denen die Oberleitung endet, habe ich entsprechende Signaltafeln gesetzt, die von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Hier eingeblendet das Set von Sommerfeld. Auch die Angabe der Streckenkilometer ist an Oberleitungsmasten zu finden. Hierzu gibt es im Internet diverse Download-Angebote. Nun ist der Aufbau des Moduls, Abstellung mit Betriebshof, nach der Fertigstellung der Oberleitung abgeschlossen. Die Kosten für diesen letzten Teil liegen bei insgesamt ca. 450 €. Jetzt kann der Rangierbetrieb starten. Im nächsten Video geht es um Blitze am Pantographen, das sogenannte Bügelfeuer. Hierzu wird ein entsprechender Baustein von Fissmann in einen Triebzug eingebaut. Bis dahin!